Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Expanse, a Telltale Series, Episode 03, Folge 1. Wir machen weiter. If you are receiving this message, it means you've found us at last. You've come, and with you comes the next great step in the evolution of humanity. We have been preparing for your arrival for years, perhaps centuries. We have been patient. We know you have much to teach us. If you can hear my voice, whoever you are, welcome home. It just repeats after that. Who was that? The head of the station, presumably. Boah, der Leiter der Station vermutlich. Ja, die Frage ist, wohl eher des Kults. Sounds more like a cult leader to me. Someone who flew too far from home. Generations ago, millions of Earthers tried to set up mining stations in the belt. Some of them lasted. Some died off right away. And some of them, no one knows. Still, a station this large, uncharted, and seemingly uninhabited? It's like nothing I've heard of. What did the initial scans tell us? None of the scanners penetrate past the first level. But there are no heat signatures, no activity except this broadcast. Looks clear. Ja, wer hat den Chor hergebracht? Oder wer sucht noch danach? Die Frage ist berechtigt. Wer hat den Chor hergebracht? Maybe. But we don't know who stashed it here. Or who else they might have told about it. Not to mention, how the fuck are we gonna find it in there? The place is massive. There was a line in the coordinates. Something about the first ones. Fuck does that mean? Won't know till we get inside. Arlen, Rayan, stay on the ship. Be ready to burn hard if there's any activity on the radar. Sure thing, boss man. Good hunting. Maya and I will head inside and search around. Cap! Be careful in there. Exactly how old is this place? Too old to be on any maps. Maybe 100 years? Damn. Nein, die klemmt doch nicht die Tür. Ich dachte schon. This is fucking strange. Das sieht merkwürdig aus. Let's search for the command center. Found it! Over here. Ja, also eine riesen Raumstation in einem Asteroiden.
Auf jeden Fall von Menschen gemacht, ne? Das sieht man ja schon mal. Aber was für ein Mordsding, ne? I've never seen helmets this old. Crazy that people used to wear these into the vacuum. Okay, also es deutet darauf hin, dass die Raumstation wirklich extrem alt sein muss. Denn das sind schon veraltete Helme. An entire station, completely abandoned. I can't even imagine what could have happened here. Maybe we'll find out. As long as it's on the way to finding the MK core. Navigationssender, okay. The station is ancient, but the nav beacon is new tech. Das heißt, es muss vor uns schon jemand da gewesen sein. The aux power is on these breaker boxes. The sector is now powered. There are 3 total. Each should have its own control room like this. 3 sectors. I'll go ahead to find the control centers in each one. You keep scanning the servers for any leads. Fine. Have the fun to yourself. I'll call you once I power up the next sector. Okay, also generell würde ich erstmal sagen, so eine riesen Raumstation, die verlassen ist und der Strom ausgemacht ist, da sollte man vorsichtig sein, sich einfach wieder einzuklinken und alles wieder hochzufahren. Man weiß ja gar nicht, was da passiert ist auf der Raumstation, beziehungsweise vielleicht lebt da irgendwas Gefährliches, Bakterien verseucht oder andere Sachen, Mikroben, andere Lebewesen. Neues Missionsprotokoll freigeschaltet. Umweltsysteme. Die Notfallenergie funktioniert, was auch immer hier schiefgegangen ist. Es lag nicht an einem Mangel an Ressourcen. Alles scheint funktionstüchtig zu sein, wenn es auch uralt ist. Noch seltsamer ist jedoch, dass die 3 Sektoren zu verschiedenen Zeiten heruntergefahren wurden. Der unterste Sektor sogar Jahre vor den anderen. Warum würde jemand absichtlich einen so großen Teil seiner Station dem Vakuum aussetzen? Das ist eine sehr berechtigte Frage. The idea of exploring this whole station doesn't appeal to me. But whoever said riches came easy. Ja, das ist schon merkwürdig hier. We still haven't talked about last night. Probably should keep it that way for now. Kann ich mit ihr nochmal reden? About last night. Yeah, Cap. Tell us about last night. Which one of you made all those noises? Sounded like a koyo stakada. Ah, Falota! Get off this channel! Raus aus der Privatsphäre 0. Ah, schon nicht schlecht. So, weiter geht's hier. Wer ist denn das? Das ist eine Leiche. There's a dead body here. He seems almost posed. That's weird. Do you think it's related to the core? Don't know. I'll keep searching around. The last one? Huh. What does this mean? Ich hinterlasse diese Nachricht, nachdem ich diesen Sektor dem Vakuum übergeben habe, damit mein Körper für die Zukunft konserviert bleibt. Vertraue Dalton, vertraue dem Signal, wir werden wieder leben. Boah, das hört sich wirklich an wie eine Sekte. Es sieht schon irgendwie weird aus, muss ich schon sagen. Merkwürdig, er ist schon, also... Vor allen Dingen auch diese Hände, die so gefaltet sind zu einem Dreieck. Dieses Dreieck haben wir ja am Anfang hier am Eingang gesehen. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Ne, kommen wir nicht. Das heißt, wir müssen hier lang. Okay, this
group called itself the Cassiopeia Collective. Landed here in 2226. They were an unlicensed settler community from Earth. What happened to them? No clue. Nothing good, by the looks of it. So, Tutorial, halte dich in vertikaler Richtung zu bewegen, okay? Ah ja, genau, so war das. Runter und dann rechte Maustaste. Wow. Ja, man muss das erstmal üben. Ah, so geht das. Ja, wunderbar. Verbinde Cox was right. We're about to hit the greatest score a scavenger has ever come across. That's what he said. So, what do you plan to do with it? The money, I mean. I'll head back to Series. You want to go back to the station where there's a bounty on your head? With this money, I can make the bounty disappear. How? By going to war with Dawes? By making him irrelevant. I'm going to build an OPA that actually helps Belters. Ja, Ideale. So, also, es gab hier ein Tutorial. Ich soll die Anschlussdosen verbinden. Da oben müssen wir hin, alles klar. Nö. Das war's schon, oder wie? Achso, nee, da unten. Nach unten verbinden. Okay, was ist denn rein theoretisch? Da würde ich den nach links verbinden. Irgendwo war doch der Verteilerkasten. Mal sehen, ob das überhaupt jetzt noch geht. Wo sind wir denn hier wieder angekommen, oder? Ah, okay, hier ist ja der Anfang. Gut, also doch runter zur Luftschleuse. Also ich hätte das auch nach links verbinden können. Mal sehen, ob das auch gegangen wäre. Geht auch. Also ich glaube, ob links oder nach unten verbinden, glaube ich, egal. Oder das hätte einen anderen Weg aufgemacht, oder es wäre gar nichts gegangen. Aber die Entscheidung habe ich jetzt getroffen. Wahrscheinlich, wenn ich nach links verbinde. Ja, geht ja nicht mehr. Gut, das hätten wir wahrscheinlich gleich vorher machen müssen. Egal. Geht's hier nach links und rechts? Verlotta. Drummer?
What happened? Dead bodies. Many of them. I'll head to the power. Then we can investigate it together. Now you want to include me? Fantastic. So what about you? What are you going to do with your share? I don't know. I haven't thought about it. Philota, you must have some idea. Willst du zurück zum Mars? Ja. Want to buy one of those Martian mountain ranges? Set up an estate there. You know what my favorite view of Mars is? When I can cover it up with my thumb. Maybe I'll buy the Artemis off Khan. You can call me Captain for a change. Ah, this ship has had enough mutinies already. Okay, also wahrscheinlich, die Luftschleuse geht jetzt nicht mehr. Wahrscheinlich, wenn wir jetzt nach links den Verteiler gemacht hätten, hätten wir hier durchgehen können erst. Aber so haben wir jetzt nur diesen Weg. Merkwürdig hier diese ganzen Leichen drinne. Alle so mumifiziert. Schon ein bisschen gruselig. Aber immerhin Bergbaumaterial eingesammelt. Wieso mumifiziert jemand die Leute und packt die in den Sarkophag? I'm not familiar with the Dalton principle. Something tells me it's not exactly accepted science. Okay, das Dalton-Prinzip, unsere Galaxie, die Milchstraße, soll einen Durchmesser von 87.000 Lichtjahren haben. Von 100 Milliarden Planeten bieten 300 Millionen die Voraussetzungen für Leben. Sie werden auch die bewohnbare Zone genannt. Dem Fermi-Paradoxon zufolge muss sich intelligentes Leben in unserer Galaxie entwickelt haben. Wenn sie weder Sauerstoff noch Bakterien ausgesetzt sind, können menschliche Körper ewig dem Verfall entgehen. Anhand von Moores Gesetz können wir vorhersagen, dass sich die medizinischen Technologien jedes Jahr weiterentwickeln werden. Demnach ist das Potenzial für fortschrittliche Alien-Zivilisationen oder zukünftige Menschenzivilisationen endlos. Wenn man all dies verbindet, sagt das Dalton-Prinzip aus, dass die Wiederbelebung von infizierten Leichen in Stasis durch eine fortschrittliche Zivilisation, ganz egal ob menschlich oder außerirdisch, nur eine Frage der Zeit ist und nicht eine Frage der Machbarkeit. Aha. Aha, deswegen hat er die mumifiziert. So lange wahrscheinlich, bis jemand kommt, der sie aufwecken kann. Ja, es sieht danach so aus. Glauben oder haben wahrscheinlich so einen Kult, der geglaubt hat, dass wenn die alle da sich mumifizieren lassen, dass dann, wenn irgendjemand kommt, eine höhere Zivilisation, ob Menschen oder Alien, sie wiederbeleben. Naja. Next life goals. Strange lesson for children. Or anyone. Ja, das stimmt. Ziele für das nächste Leben. Oh mein Gott. Ein Kadaver ist das hier? Okay. Bodies in the vacuum don't decompose. Guess that was the lesson. Sieht aber sehr künstlich aus. Und auch hier wieder dieses Dreieck. Aha, okay. Waren wahrscheinlich die Klassenräume. These aren't just coffins. They're designed to keep corpses in stasis, virtually forever.
Okay, also Entfeuchter, Statikabsorber, Schmiermittel, Atomisierer, Klimakontrolle, stabilisierende Tragbügel, Isolierung, okay. Ja, das ist schon echt wirklich sehr seltsam hier. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. Ja, das ist so, wie die alten Ägypter das gemacht haben. Die haben sich auch ihr Leben lang auf den Tod vorbereitet. This feels like grave robbing. Even more so than usual. I know. But just think of the historical value. These were some of the first people to try and survive out here. Does historical value pay well? Beats me. Looks like they were pulling walls off the station to fashion these caskets. Big pagal. All of this planning and effort, just to prepare for their own deaths. Ist schon sehr merkwürdig. Neues Missionsprotokoll freigeschaltet. Okay. Die Station startete als Bergbauoperation. Schwierige Arbeit mit geringen Gewinnspannen und das in den besten Zeiten. Als Menschen krank wurden und starben, war das Kollektiv wahrscheinlich mittellos und hatte keine Möglichkeit, genügend Ressourcen abzubauen, da die Bevölkerung immer kränker wurde. Kein Wunder, dass diese Gruppe einen Ausweg suchte. Doch, kann man verstehen. Reading this message, you'd hardly know they'd given up on surviving and are putting all their hope in. Ja, betreff Phase 3. Wir haben Phase 3 unseres Anpassungsplans erreicht, der in der Kollektivistenversammlung letzten Monat ausgearbeitet wurde. Alle üblichen Bergbauoperationen wurden ausgesetzt. Bergbauarbeiter werden gebeten, dem üblichen Aufruf zu ihrem Posten zu folgen, damit sie neu zugewiesen werden können. Das Management wird neue Pläne vorstellen, damit Baumaterialien zurückgewonnen und wiederverwertet werden können. Sobald eine ausreichende Menge an Materialien gesammelt wurde, werden wir Phase 4 einleiten, um mit dem Bau der Stasis-Särge zu beginnen. Designs sind im Comms-Hub verfügbar und können bis zu ihrem Bau nächsten Monat kommentiert werden. Ja. Hier ging es wirklich nur um Särge. So eine Art Mausoleum, kann man sagen. Also hier ist alles zu. Das muss das Kontrollzentrum sein. You weren't kidding. It's like a crypt. I thought Belters recycled their dead. We do. We don't get to be sentimental. We use every ounce of every resource we have. It's how we survive. So what do you think happened here? Ja, verzweifelt war er. Maybe the people here were abandoned and got desperate. They could have thought they needed the bodies for something. Could be. There's no sign of the core yet. I'll check the server here. Keep me posted on any more excitement you find. So, schalte den Reservestrom für Sektor 3 ein. Das war das Kontrollzentrum. Mal gucken. Grateful to have company in here. Okay, so now that we know that this channel is definitely private, You can finally tell me that last night was amazing and you'll never be the same again? I'm flattered.
Ja, okay. So, hier geht's zu Sektor 2. Moment mal, wo sind wir denn jetzt hergekommen? Da ist zu. Also gehe ich mal davon aus, dass wir jetzt hier lang müssen. Ja, wir müssen hier lang. Medizinische Akten. Timo Moffat, 22 Wochen, 12,8. Irgendwie alles kryptisch hier. I'd never let this happen to me. I've got my recycler all picked out. Ja, recyceln ist auch eine Idee, ne? Natürlich clever. Die Hände des Königs sind die Hände eines Heilers und so konnte der rechtmäßige König immer erkannt werden. In liebevoller Erinnerung an Dr. Armin Yahani. Ohne dich sind wir alle verloren. Okay. Looks like the medic was well liked. Das war wohl die Armin Yahani. Das erinnert mich wirklich so ein bisschen an den Totenkult der Ägypter hier. Nur nicht in der Pyramide, sondern auf einer Raumstation. I submit this recording alongside the station's medical records for future study. Though I take less faith than Dalton in foreign visitors, I have hope our tragedy will prove instructive to the burgeoning field of extraterrestrial immunology. The pandemic which decimated this station began as a standard Mycobacterium tuberculosis infection. I contend it was our antibiotic air filters which provoked the initial evolutionary surge. But it was the children born to this station whose stunted immune systems provided the fatal breeding grounds. I did all I could. In truth, we all did. But we had no chance. Huh. All these poor Sabakawalas, staring at the abyss for eternity. They were taking supplements to combat living in microgravity. Wonder if it's the same stuff we take. I doubt it. The only reason we survive now is because of what we learned from settlements like this. Das muss aber irgendwie auch schon ein bisschen trostlos gewesen sein, so in der ewigen Dunkelheit, in so einer Metallkiste hier. Und dann mit dem Wissen, dass man hier gar nicht mehr rauskommt, man kein Sonnenlicht mehr sieht. Oh, MRE-Container da oben. These must be from whoever planted the MK core. We're close. These must be from whoever planted the MK core. We're close. Okay, gut. Kann man aber nicht nehmen, diesen Container. Wie sieht's aus? Nach oben geht's auch. Hier ist ein Verteilerkasten wieder. Rechts oder links verbinden. So, ich habe jetzt rechts. Ah, okay. Da geht es zu einem anderen Verteilerkasten. Links verbinden. Ah, okay, gut. Verstehe. Hier geht's zu diesem Verteilerkasten. Da geht nichts weiter. Wir müssen also nach links verbinden. So, okay. Wir müssen nach oben verbinden.
läuft auch ins Leere. Okay. Nee, ist richtig.